Karmannevadikaraste ma phaleshu kadachana. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. We have come here in this material world not to become. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, der hat uns mitgeteilt, dass wir in der Welt kein Künstler werden sollen oder irgendein Tischler, Handwerker. Also, dass wir halt irgendeinen so einen Job annehmen. Für das sind wir nicht in die Welt gekommen, sondern wir sind in die Welt gekommen, damit wir nicht einen Job als ein Goldschmied, ein Tischler, Elektriker oder irgendwas annehmen, sondern damit wir Krishna dienen. Das ist unsere einzigste Aufgabe. Nichts anderes haben wir zu tun auf der Welt. The mood of dejection of Krishna, the yoga of dejection. Letztes Mal haben wir über das Yoga der Niedergeschlagenheit gesprochen und Sankya-Yoga. There you can remember, I was discussing so many slogans. But I like to discuss again another sloka which I already discussed, to touch some special point here. Also es gibt vom letzten Mal noch ein Vers, den was er jetzt gerne nochmal ein bisschen berührt und darüber spricht, weil es ein wichtiger Vers ist. In dem Kapitel von Sankya-Yoga, Krishna, Sri Bhagavan, spricht zum Arjuna. Arjuna hat sich jetzt entschlossen, eben, dass er nicht kämpft. Also Arjuna hat sich am Anfang so aufgezeigt, damit er eben hingeben ist, Prapanna, zu Gurudev. Und er wollte Lehren annehmen von seinem Guru. Aber wieder fängt er damit an, I was discussing this one, what is that? If your inclination is 100% perfect, also wenn du 100% hingeben bist an was Guru und Vaishnava sprechen, nachher ist es nicht wieder so, dass die dann anders entschließt, sondern das nimmst du an, das ist die finale Aussage, die endgültige Aussage. then surely your inclination is not 100% perfect. Und so wie Arjuna eben wieder was dagegen gesagt hat, dann sagt es, dass seine Hingabe nicht 100%ig ist. Again, Krishna went on giving some point on the basis of which Arjuna can at least agree to start fighting. But still Arjuna is not Und Krishna hat ihm wieder Ratschläge gegeben, dass er eben doch kämpfen soll, aber Arjuna war nicht bereit. Dehinosmin This look, why I like to discuss again, but that day's time couldn't permit me to discuss all in details. Dehinosmin yatadehe kauramaram yovanam naja. A baby taking birth, after that gradually, So, ein Baby, das nimmt Geburt und dann fängt es langsam an zu krabbeln, nachher kommt es ins Jugendalter, und nachher erreicht es die Mitte vom Leben und nachher kommt das Alter und nachher schrumpft das alles wieder. Also nachher wirst du älter und älter. Aber Atma ist Nitya. So wenn die Seele jetzt Nitya ewig ist, die Seele ist immer der ewige Führer. Aber außerhalb erscheint
eine Schicht von Materie als Baby, junger Mann, Knabe oder älterer Mann. Es sind Titel. Also das ist nicht das, was wirklich Atma ist, die Seele. So you know, it is one kind of, we are giving indication that you are old, you are young, that's all. But this is Deham, that's why Dehantara Prapti, when you are going to leave your body, Krishna not speaking, you are going to die. Also Krishna sagt nicht, wenn du deinen Körper verlässt, dass du dann stirbst. When you are dying, no, Krishna not going to speak this word. Krishna speaking, Tatha Dehantara Praptir, Tata Dehantara Praptir, Tirastatra Moyate. Weil es ist nur ein Wechseln vom Körper. Er sagt nicht, du stirbst. Also in jedem Körper ist ein separates Atma. Es nennt sich Anu Chaitanya. Und die, was im Tattva Ved, im spirituellen Wissen verankert sein, die verstehen die Punkte, die sehen, wie die Sachen wirklich sein. Also wer any kind of situation created in front of him is not going to express any gift. Maybe it is a desire of Krishna. Never going to express any kind of grief. You see, this is the so jemand, der was spirituelles Wissen hat, der ist niemals lamentiert. Der lamentiert niemals. Der hat immer klare Sichtweise. Er ist Dhira, ganz tief verankert. Dhira ist im Ausdruck aus Sanskrit. Es bedeutet, dass du eben komplett verankert bist in der Sichtweise. Da gibt es keine Verwirrung mehr. Kein Maya hat Chance, dir zu berühren. Illusion. Kann nicht aufkommen in der. Das nennt sich Tattva Gyan, das ist Satguru Vaishnava. You can see, he is not like ordinary man. You can look at him, you can see some sort of induction. Also Guru, wenn du auf einen Guru schaust, so einen spirituellen Lehrer, einen Satguru, nachher weißt, dass allein wenn du ihn schon anschaust, verstehst, dass es ganz eine hohe Persönlichkeit ist, der was komplett verbunden ist, der was immer meditiert über die höchste über die höhere Welt, über die spirituelle Welt. Intoxication. Also das ist eine gewisse Betrunkenheit, was die Leute aufzeigen. Die sind betrunken von Gottesliebe und das erkennt man. Also die Leute sind nur da, um Seva auszuführen. Die sind, er sagt eben wieder, betrunken in Gottesliebe. So, this Dehantara Praptir Dhirahas Tatra Namayati, you should think about it. Now, I like to discuss again about this point, that in So in der christlichen Religion, in der Bibel, gibt es verschiedene Beispiele, aber die sind nicht wirklich wissenschaftlich. In Indien, Nastik, Charvak, dieser Philosoph, Rishi, der hat auch niemals geglaubt in Dienst von höchsten Herrn. Er hat nicht wirklich einen Glauben in der ewigen Welt.
Charvak Sampradaya, their group they speaking. They Charvak Sampradaya speaking. Je Rinam Kitva Ghritam Pivet. Rinam Kitva, you can go to market if you don't have any money, you can go and get some money for somebody and get ghee, clarified better and enjoy your life. So ein Charvaka, der hat die Philosophie eben, dass auch wenn du kein Geld hast, sagt er, geh auf den Markt und borg da Geld und dann kauf ganz teuren Ghee und luxuriöses Essen und isst die voll, weil du hast noch ein Leben, du genießt. Keiner kann dir danach sagen, oh, gib mir dein Geld zurück, das und das, sondern versuch einfach zu genießen, so viel wie möglich in der Welt. Das ist Chakravakas Philosophie. Die sagen Guru und solche spirituellen Lehrer, für was braucht man die? Das ist ein Leben, ich will glücklich werden in dem Leben. Das sind komplett materialistisch eingestellte Leute. Die haben so ein kleines Verständnis. Die glauben und sagen sogar, okay, es gibt eine höhere Welt, aber ihre Aktivitäten und ihr Denken, das sagt 100%ig aus, dass sie komplett materialistische Leute sind, weil sie eben nur schauen wollen, wie sie in dem Leben genießen können. Das ist die Formel von eigentlich der ganzen Welt zurzeit. Schau, dass so viel wie möglich genießt mit deinem Körper. In der Bibel sagen sie zum Beispiel, also wenn du nach deinem Tod, wenn du sündvolle Tätigkeiten jetzt ausgeführt hast, nachher sendet dir jetzt der Gott in die Hölle für immer. Und wenn du religiöse Tätigkeit machst, nachher sendet dir der höchste Herr im Himmel für immer. So, das ist aber nicht gut, das ist keine wissenschaftliche Aussage, weil der höchste Herr So, Jesus Christus, der war der Sohn vom höchsten Herrn. Aber wirklich haben sie das nicht verstanden, was das bedeutet. Also das Gefühl vom höchsten Herrn ist nicht so, dass er jemanden für immer in die Hölle schickt. Das kann nie sein. Der höchste Herr hat niemals so ein Herz, so ein Gefühl. Er ist der ewige Vater, der ist komplett neutral. Das ist scientific, wissenschaftlich. Also wenn du einen Fehler machst, dann hast du die Möglichkeit, gibt der Bhagavan, die höchste Persönlichkeit Gottes, immer die Möglichkeit, dass du das ausbessern kannst. Und wenn du das ausbesserst, nachher, wer kann sagen, dass du dann in der Hölle schmoren sollst für immer? Also Krishna gibt dir immer Chance, wieder die zu verbessern. Das Konzept ist falsch im Christentum. Und es gibt die Keval-Advaitavadis, das ist eine andere spirituelle Gruppe, die sagen niemals, dass Atma unendlich ist. Die geben das Beispiel mit Tausende von Wasserkrübeln und die Sonne, die kann jetzt reflektiert werden in die Kübel, was mit Wasser gefüllt sind. So, das ist auch nicht akzeptabel und annehmbar. In die Puranas, in die Upanishads, nirgendwo ist das geschrieben. Chetanas Chetananam Ekabahunam. After that I was discussing that all temporary. Temporary means all you have your sense organ through which you are going to feel good or bad
Also durch die Sinnesorgane fühlt man sich schlecht oder gut. Es ist inkludiert, der Geist ist inkludiert unter die Sinne. Karmendriyas, das sind 5 und Jnanendriya 5 und der Geist ist das 11. Glied unter die Sinne. Und das ist am stärksten der Geist. Wenn der Geist nicht kooperiert mit dir, nachher können deine Sinne ja nichts machen. Die können nicht zusammenarbeiten mit dir. So der Geist, wenn der ausschweift, dann kannst du nicht wirklich handeln. Matra sparsha tu kaunte asitoshna sukha dukkha da agama payino nityastvam stikshava Bharata. O Bharata, du bist von der Dynastie von Bharat Maharaj. Devas Matra Sparsha, das bedeutet also das sind Dinge, die was auftauchen und wieder gehen, so wie Kälte und Wärme, so wie Ehre und Schmach. Das kommt alles. Also du musst es aufgeben, bevor du den Körper lässt. Dein Geist, der muss ausgeglichen werden in dem Leben. I already told about my Guru Maharaj on so many Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Vallabh, I already told. Somebody is speaking about rubbish against Bhakti Vallabh. So, wenn jetzt irgendwer gegen die einen Blödsinn sagt, nachher haben solche Sadgurus, Vaishnavas keine Reaktion. Im Gegenteil, wir in der materiellen Welt, wir regen uns sofort auf, oh, was hast du gesagt? Aber auf die Stufe müssen wir in dem Leben kommen. Er gibt ein Beispiel, da ist eine halbnackte Frau mal in das Zimmer von Bhakti Vallabh Goswami. Aber der hat keine Reaktion, der war komplett im Balance. Sie ist allein reingekommen. Normalerweise kann man da nicht widerstehen. Jehi samsparsha bhogaha. Krishna Bhagavan saying in another chapter, Jehi samsparsaja bhogaha. Tangible object through which you are getting this feeling, this hard is very hard. And this is very soft, this cotton. How you are getting? Through your sense organ. Also das Wissen, dass was jetzt weich ist oder was hart ist oder was kalt oder was heiß ist, das Wissen erfährst du durch deine Sinne. You should have a link with Guru Vishnu all the time. All the time, not that now I am doing a school study, now connection is cut for this time, and again I can get some connection, call some electrician and get some connection, not that. All the time connection should be there. And you see, Jehi samsparsaja bhogaha dukshayana evate. Tangible objects going to give you some feeling. I already told from Bhagavad long ago, maybe 1 year back, I didn't remember. You cannot remember. I told Sanatana Goswami starting, one Brahman at the bank of Godavari Nadi, sitting very nicely. Also er hat uns gesagt schon mal, dass ein Brahmana, der hat meditiert, Reis kocht mental und hat es geopfert zu Krishna. Und er wollte ihm schauen, jetzt ob das schon durch ist oder nicht, ob er es opfern kann jetzt oder noch ein bisschen warten muss. Dann hat er in der Meditation seinen Finger reingehalten und nachher war der Finger verbrannt, weil er dann geschaut hat, außer der Meditation. We have seen in
life, there's some very, very nice Vaishnava, big, big Vaishnava. They are not going to feel anything about hot and cold, frosty. Also große Vaishnavas, die fühlen, so wie Sukadev Goswami, Parikshit Maharaj, die müssen nichts trinken, nichts essen für lange Zeit. Und wenn, können die das tolerieren und werden nicht gestört. Tangible objects going to give you some feeling, and you are also moved by it. Oh, it's cool, hot, cold, this way. But Bhagavan Sri Krishna giving advice to Arjuna, somehow you will have to bear it. You have to learn how to bear. Otherwise, in your whole life, you cannot. Die Sachen muss man eben lernen, alle in dem Leben, sagt er. Das muss man alles zu tolerieren lernen. Ehre, Schmach, reich, arm, kalt, warm und so weiter, die Dualitäten. Du musst ja alles auf die mittlere Position bringen, komplett ausgeglichen sein in all die Dinge. So actually, Bhagavan Sri Krishna wanted to speak repeatedly. Anyway, it is not good for you to leave your duty. So, Shri Bhagavan Sri Krishna sagt, du sollst niemals deine Duty aufgeben. Jeder hat eine respektierte Aufgabe zu erfüllen. Also in den westlichen Ländern, da leben die meisten Leute ganz nach ihren eigenen Launen. Ich kann ein Beispiel sagen, eine ältere Person, 75 Jahre, der fährt mit dem Rasenmäher, geht er in den Garten und mäht den Rasen. Und der alte Mann, der wird dann gefragt, oh, kann ihm helfen, weil es ihm so heiß ist untertags. Und dann sagt er, du musst aus Indien sein, weil sonst kann die keiner so fragen. So er wollte ihm den alten Mann dann helfen. So. Heutzutage in Indien nehmen auch viele die das Leben von den westlichen Ländern an. Aber früher war es wirklich nicht so in Indien. Also jeder hat seine eigene Aufgabe auszuführen. So actually, in 15 number sloka I was speaking, Jamhi na vyatante te purusham purusharashava samadukha sukham dhiram samritatya kalpate. One nice personality, very nice man. He is now in a position to, bear everything. Jamhi na vyatante te. This kind of situation not going to influence that man. He is so elevated. In that Jamhi na vyatante te purusham purusharashava samo dukkha. So derjenige, der was wirklich so gefestigt ist in den Dingen, was wir vorher jetzt gesagt haben, der kann in jeder Situation manchmal ist man in Glückseligkeit, manchmal ist man in Trauer, aber für einen, der was gefestigt ist, der wird nicht beeinflusst von den Dingen.
Und so einer trinkt wirklich, der ist qualifiziert, den göttlichen Nektar zu trinken. Samadukha Sukham Dhiram. Der hat die Möglichkeit, die höchste Stufe von Gottes Realisation zu erreichen. Eine Person, die was komplett in dem verankert ist. Na shato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha, upayora pitrishtanat antas tanayas tattvadarshibhi. Also diejenigen, die was die Vision von Tattva haben, die haben so klare Augen und die sehen, was ist. Chitta, heart. Man, Buddhi, Chitta, Ahankar. Ahankar. Is going to constitute your inner self. But you will have to rapture that inner self before leaving this body. If you are not successful to do rapture, break and cut, then you cannot do. You can remember the Kirtan, Bhaktivinoda Thakur speaking, Bhaktivinoda Thakur in a Harinam Mahamantra Kirtan that day. Tabo alpo spurtipar. Tabo alpo spurtipar. After that, ugro tapo dure jaya. Linga banga hoya nayasha. You should sing. Linga hoya nayasha. Sing, it is my request. You should sing, then you can realize. Linga hoya nayasha. Linga banga hoya nayasha. Now, other time when I'm discussing Gita, so not possible. I can give you example how it is possible to go step by step. Then it is possible to cut all Maya. Then you can get the Rasik Sangha. Then you can get great. I can give all examples this way. So na sato vidyate bhavo na bhavo vidyate sataha uvayo rupi drishtos tvanantayo tattvadarshi. Those who are tattvadarshi, they can easily understand those who are sat and asat. What is the demarcation? What is the demarcation between sat and asat? You know? Asat means it is not going to exist forever. And sat means it is going to eternally exist. Sat and this is the demarcation. So spricht jetzt über Sat und Asat. Was ist der Unterschied? Also wir leiden jetzt, weil es vielleicht warm ist, aber nach einer gewissen Zeit kommt wieder die Regenzeit und haben wir wieder das Problem und dann kommt Wintersaison und so weiter. Also was für einen anderen gut sein kann, muss für einen anderen, kann für einen anderen schlecht sein. So sind viele Variationen. This way, I already wanted to prove that day that hot and cold, this kind of situation, actually, honor and, dishonor, or everything, there is a agama pahina. We are not going to live forever. I was bound to speak that way on the background of also auf dem Hintergrund von der Zukunft, dem Jetzt und der Vergangenheit, da ist keine Existenz von dem, was du da fühlst. Du kannst dir denken jetzt, oh, mein Sohn ist gestorben, so wie kann ich das jetzt aushalten? Das ist nicht möglich. Und das ist, warum Krishna sagt, in dem Fall, dein Sohn
verlass den Körper. Also das Wort Tod, das ist nur Wort. Nichts passiert. Das ist nur, wir verwechseln das, Körper wechseln, wir drücken das aus mit Tod. Wer hat das Wort erfunden oder gesagt? Das ist ein wertloses Wort, weil keiner stirbt. Nobody going to die, only changing their body. Na sato vidyate bhava, na bhava vidyate sata. What is not at all there, that you cannot discover it is there. It's not there, no existence. You are feeling insulted, you are feeling sorry, you are feeling pain. You are feeling pain. The man now crying. You are feeling pain due to some reason. After 2 days he is going to watch cinema and enjoy, taking ice cream. What? Here is the solution. So what do you mean? So pain. Also Schmerz kannst du haben, aber der Schmerz ist für eine gewisse Zeit. Nach ein paar Tagen stehst du vielleicht im Kino und isst Popcorn oder Eiscreme. Also einer sagt vielleicht schlechte Worte an die, aber nach ein paar Tagen bist du wieder so, dass du wieder ganz normal bist. Heutzutage sieht man Väter, die was hingehen zum Krematorium und dort eben ihren Sohn verbrennen dann, weil er gestorben ist. Und dann sind sie ein paar Tage betrübt, aber dann fangen sie wieder an, das Leben zu genießen, alles machen, ins Kino zu gehen und das und das. So, was ist der Schmerz und was ist das andere? Someday after playing card in roadside in Bengal also you can see this kind. They are lazy. They are doing next to nothing. Only gossiping. They are doing next to nothing. Only playing card. Sometimes take get some tea for me. Taking tea, playing card. This is their life. Jesus especially, they are so ideal, so lazy, don't like to do anything. So at least people can get the position of Rajaguna. That day I was speaking to my computer man that you help your wife to attain the Rajaguna. He is now in Tamaguna. You go to market, allow him to. Also es ist wichtig, aus den Stufen langsam rauszukommen. Als Tamaguna sollst du auf Rajaguna kommen und von Rajaguna dann auf Sattvaguna. Weil man muss die Stufen, aus denen muss man rauskommen. Wenn du den ganzen Tag live faul bist und nichts machst und das und Tee trinkst und vom Fernseher hockst und nicht wirklich was Konkretes machst. Also du musst auf Rajas kommen, damit du wirklich anfängst, was zu machen. Und nachher bist du bereit, wirklich einen Dienst anzunehmen. Aber Mahapurush, also wirklich, die, weißt du noch was, die verwenden niemals wollen deren Zeit verschwenden. Na sato vidyate bhava, na bhava vidyate sata. Why you are expressing your, repenting over this thing? Grief, express grief. Grief, why? Na sato vidyate bhava. You cannot discover what is not. Also die Sachen, die tauchen alle manchmal auf für eine gewisse Zeit, das ist aber alles nicht permanent. Also der Schmerz, das und das, nach einer gewissen Zeit verschwindet das alles temporär. So warum soll man sich über das Gedanken machen?
Ubhayo Ropi Drishtuspananto Staptadarshi. Those who are Tattadarshi, those who can clearly understand this is Sat and this is Asat. So I already discussed this point. Sadguru Mele Bhed Batave Gyan Kare Upadesh Kaila Ka Maila Chute Jab Aankh Kare Pravesh. I already discussed many times. So Sadguru Mele, what is the duty of Sadguru? To give clear idea to disciple. Oh, this is Nitya, this is Anitya. This is Nitya and this is Anitya. Be careful. It's going to bind you. You are going to put yourself in bondage. So was ist die Aufgabe von einem Sadguru? Das soll er ihm sagen, was ewig ist, was nicht ewig ist, was Prasadam ist, was kein Prasadam ist. Im dritten Teil vom Srimad Bhagavatam sagt der Kapila Dev zu seiner Mutter Devahuti. I am speaking two slope, one line each and mix. I take one line from two slope and speak. It's very nice to understand. That's why I speak. But it's not still not unauthentic. I can do it because to explain. So Sangoya Sansate Hetu Asasami Dodhiya Sa Eva Sadhusu Kritaha Makshadaram Apavita. So Sangha, association is a must. Also Sangha, die Gemeinschaft, ist das Wichtigste. But you cannot avoid that. No, Maharaj, I am not going to do any association. Von der Geburt an kommst du sofort in eine gewisse Gemeinschaft. Wer ist Sukadev Goswami? Sukadev Goswami, der wollte ihm nicht rauskommen. Ihm war das von seinem Mutterleib, ihm war das ganz egal, wer. Der hat keine Gemeinschaft mit irgendwen in der Welt. Cause of your bondage. Because you are going to get association. In internet you are watching so many things. Oh, so nice. There is one bondage. Yes. It's bondage. If your nice prasadam going to give you impression that tomorrow what you are going to cook, chanarasa must be there? No? Then big problem. Then it is over. You say, Maharaj, I took prasadam, how bondage? No bondage. Because you don't give honor to prasadam. You don't know. Also Prasadam ist zum Verehren, wenn du jetzt wirklich schon am Vortag meditierst, was am nächsten Tag ist, schmackhaftes, nachher ist es materielle Anhaftung an die Nahrung. So, du musst Prasadam wirklich verehren. So, das, was kommt, das kommt. Nicht, dass du irgendeinen Geschmack auf das projizierst, was du jetzt wieder haben willst. Why they are coming? If they are going to get good association, why they are giving attention to this and that? Very cheap thing. It's like, so you see, Sangoya Sansadeto, Asasabhito here is asat, all temporary objects, not permanent, transitory. Also die meisten verwenden ihre Zeit eben nicht mit Satsanga, dass sie Gemeinschaft von Sadhus aufsuchen, was sie darüber hören, sondern sie tun in der Zwischenzeit so viele Dinge, was nur ein temporäres Resultat bringen. Lavamatta Sadhusanga, Sarvasiddhi Hoy. Also du kannst innerhalb von Sekunde, kannst du die höchste so, wenn du
ständig zum Beispiel von Indien in Westen gehst, von Westen wieder nach Indien, dann ist das eine unstabile Situation. Du musst wirklich irgendwo gefestigt sein, wo du bleiben kannst. Nicht, dass du immer wandelst. Du musst dann dein spirituelles Leben aufbauen und schon ist es schwierig. Und du musst ständig in der Gemeinschaft von spiritueller Lehre sein und spirituelle Unterweisungen und Klassen. I'm not speaking, Bhaktivinoda Thakur speaking. Bhaktivinoda was speaking, oh Mahadaivam, oh Mahadaivam, oh gentleman. Satsanga is not so cheap. I'm not speaking. So Srila Bhaktivinoda Thakur, der warnt uns, dass Satsanga eben nicht was ist, was man jeden Tag kriegt. So, das ist ganz, ganz selten. Also Sadhusanga ist nicht, dass du überall hingehen kannst und dann Sadhusanga kriegst. Sadhusanga ist ganz schwierig zum Kriegen. Es ist nicht etwas, was du am Markt kaufen kannst, die Gemeinschaft, sondern wenn du das erreichst, dann bleib da in der Gemeinschaft und verlass die Gemeinschaft nicht, weil es ganz, ganz was Seltenes ist. After traveling many countries and after that your luck, if your luck is favorable, nach ganz, ganz langem Reisen in der materiellen Welt kannst du vielleicht die Möglichkeit haben dann, dass du als so eine Person triffst. Jesus sagt, er ist auch nach Indien gekommen, um eben die Philosophie aufzunehmen, um sie dann weiterzugeben können in die alten Zeiten. Heutzutage ist das ganze Christentum verwirrt und die haben so viele verwirrende Aussagen, dass eben die Menschen in die Irre geleitet werden. Aber ursprünglich sind es die Lehren eben auch von Indien. So sadhusanga is not so cheap, so easy. That's why in Bhagavatam also it is written that satsanga labhati pumhir bahuvir sukriti purva sanchitai bahu. Sukriti purva sanchitai. Sukriti, two types of sukriti. One can give you bhoga, enjoyment, and is bhoganmuga sukriti, and another is bhakti-mukhi sukriti. One is bhakti-mukhi, meaning this sukriti can give you some pushing, backing to get bhakti. Also du wanderst durch die Welt ewig und nachher durch das Sukriti, was du da angesammelt hast, if you search whole body, maybe more than 50 lakhs rupees. Yes, I'm Gita touching. I cannot name. You will have to discover. I cannot speak. Also es Sukriti, das spirituelle Guthaben, was man sich ansammelt, durch das kriegt man die Gemeinschaft. Whereas I heard that charity begins at home. If you at all want to deliver somebody, show sympathy. Also wenn du jemand wirklich schützen willst, aus der materiellen Illusion zu bringen, nachher fang daheim an, nicht in irgendwelche anderen Länder. Guru Vaishnava, they are responsible. What situation this society going to attain? So Sadhu Guru Vaishnava going to control through his character. Also Sadhguru und Vaishnava, die kontrollieren die Gemeinschaft durch ihr Verhalten und ihre Lehren. Wenn da kein Sadhu auf der Erde sein wird, nachher wird die ganze Kreation wird kollabieren.
see, it is written that Sadhguru Vaishnava going to lead the whole society. But at present, we are Also guided by Sadhguru und Vaishnavas, das sollen eben die ganze Welt führen. Auch nicht bei irgendwelchen selbstischen Führern, die was jetzt momentan an politischen Macht sind. Politiker sollten ganz wirklich gute Philosophen sein. Also ganz hohe Seelen. Vaishnavas, wenn sie das sind, dann ist es 100% okay. Ramchandra. Also er war selber der höchste Herr, hat immer Ratschlag gesucht bei Rishis und Munis, bei der Klasse von der Brahmanas. Parikshit Maharaj, Ambarish Maharaj, all diejenigen, Pitamaha Maharaj und so weiter. So at present we are going to forget everything. So what is nitya, eternal, nobody can destroy. Nitya vastu is always there. And what is not nitya, the existence is not there. So why you are going to express grief? Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sata. If you search, there is no shortage of satta vastu. Always there. Only we have to take support of the thing. You are foolish, so you cannot identify. You cannot detect. You have to identify. That's why I told them many times. Sadguru mili beed badai gyan kure upadesh. Kaila Kamaila. Es ist die Aufgabe von einem Sadguru, die wirkliche Führung zu geben. Geh den Weg, das ist materiell, das ist spirituell. Viele Leute haben Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada nicht verstanden. Most of the people, they misunderstood Prabhupada. They thought Prabhupada only can criticize. Prabhupada is always you are doing criticism all the time. Nobody could realize. Das haben alle gesagt, dass Srila Prabhupada in Wirklichkeit kritisiert er uns nur. Aber in Wirklichkeit wollte uns alle nur helfen. Er hat gesagt, der Zeitpunkt wird kommen, wo sie das versteht. Sogar die Leute, was beim Srila Prabhupada Zuflucht gesucht haben, die haben so gesprochen. Die haben auch Srila Prabhupada missverstanden und haben Srila Prabhupada verlassen. Die haben ihre eigenen Bücher geschrieben und ignoriert die ganzen Lehren von der Gaudiya Madhya und von Prabhupada. I am less interested about this philosophy. First of all, I like to know who is the Gurudev of that man. So Keshav Goswami sagt denen, also wer ist euer Gurudev? Nachher kann ich mir die Philosophie anhören oder durchlesen, was die haben. Und schon schnell habe ich keine Zeit, das zu lesen oder zu hören. Also lass mich wissen, wer sein Gurudev ist. Ja, derjenige, der was den Prabhupada verlassen hat, der hat nie wieder den Namen von Prabhupada verwendet. XY Mission. Die wollten aufzeigen, dass wir Srila Prabhupada immer folgen. Und die Mission haben sie im Namen von Prabhupada aufgezeigt. Who published? Your society published. It is totally against Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur, but you publish. You publish. After Prabhupada gone, you publish. That's means you are against Prabhupada. They invited me many times. I was special invitee, even main speaker in front of Prime Minister of India.
still I couldn't go. Also er ist selber eingeladen worden als Hauptsprecher vom Premierminister, aber er ist nicht dorthin gegangen. Alle sind sie hingegangen, weil die wissen, oh, wenn er irgendwas vom Premierminister spricht, nachher kann das alles im Fernsehen kommen und werden sie bekannt. Aber der, was wirklich Liebe hat zur Gaudiya-Mat, zum Srila Prabhupada, warum sollten sie dann dorthin gehen? But just they cannot pass away. So now you understand actually Satsanga Prapade Pumbya Sukriti Purva Sanchita. Also du brauchst Sadhusanga, Gemeinschaft. Always and every time I used to ask Guru Maharaj, I was foolish number one, Guru Maharaj. After you go away from this, how I can get satsanga? Also er hat auch seinem Gurudev immer gefragt, oh, nachdem du gehst, was für Satsanga soll man da nehmen? Und lange Zeit hat ihm keine Antwort gegeben. Und eines Tages sagt er zu ihm, oh, lang hast du mir jetzt immer die Frage gestellt. Und dann sagt er, Satsanga ist nicht so einfach. Und bei der Barmherzigkeit vor Mahaprabhu, Krishna, wenn du 100%ig hingegeben bist, nachher kann Nityananda Prabhu das arrangieren. Und wenn du das nicht kriegst, dann kannst du durch die Bücher gehen wie Jaiva Dharma, Gaudiya, kriegst du die Satsanga, die Gemeinschaft, indem die Bücher liest dann. So Satsanga ist ganz selten im Kali-Zeitalter. Das ist, warum Gauranga Mahaprabhu gekommen ist in der Zeit. Guru Maharaj hat halt so zu ihm gesprochen und hat gelacht. What is that word? Sadhupava? I forget. Sadhu Guru Rupe Krishna Aila Mundya. Sadhupava, to get Sadhu is impossible. Also ein Sadhu wirklich zu kriegen ist unmöglich. Das ist, weil Sri Chaitanya Mahaprabhu in der Form von einem Sannyasi gekommen ist. Sadhupava asambhav. Janiya Sadhuguru Rupe Krishna Aila Nadiya. Guru Maharaj used to speak. So be careful. So by the mercy of Guru Padma Prabhupada, somehow if I can realize that what is satsanga, what is asatsanga, so I should express this point. So na sato vidyate bhava na bhava vidyate sataha uvayo rupi drishtvantastu anayo staktadarshibhi satana sat. So those Sadguru are going to put some demarcation line. So Sadgurus, die sagen da immer, was ist Asat materiell und was ist spirituell. Weil du brauchst die spirituelle Gemeinschaft, nicht die materielle Gemeinschaft. Dann kannst du Kraft aufbauen und stärker werden in deinem spirituellen Leben. If I speak, you can go mad. Also wenn du wirklich Bescheid wissen willst, was Asat und Sat ist, das ist die nackte Wahrheit. Er kann ein, zwei Dinge darüber sagen. So you are going to lead your life accordingly. Big Vaishnava, when you can think yourself, when you can think Big Vaishnava, then surely you are going to avoid all, Vaishnava. Also wenn du denkst, dass du ein großer Vaishnava bist, nachher begehst du mit Sicherheit der Apparat, der Vergehen. Deswegen zu viel Reichtum, Ehre, das bringt in Schwierigkeiten.
Prabhupada speaking, in this book, Vastav Samadhan Krishe, one point I'm speaking. Some people say, I am elevated Vishnu. So he is going to make some mistake. I beat him. Why you make some mistake? Why? Then some great Vaishnava can come in front of me and speak, you have done wrong. Why you beat him? Maharaj has done wrong. He is doing wrong. Also wenn zum Beispiel einer sagt, oh, die Brahmacharis, die machen irgendein Vergehen, die haben eine Gemeinschaft mit irgendwelchen Frauen, so, dann sagt er, oh, den soll man jetzt verprügeln. Aber Srila Prabhupada sagt, also kritisiere ihn nicht, weil Maya kann genau zu dir auch in jedem Moment kommen. Not good. Your idea is totally different. You should not have done this. So this way, satsanga, asatsanga, so fine demarcation there, you can confuse. You cannot understand. Maharaj, I am doing satsanga. Also Satsanga und Asatsanga ist ganz ein feiner Punkt. So fine demarcation. Just 0.00. 1 millimeter to come this side. Also wenn du nur 1 Millimeter auf die falsche Seite gehst, kannst du abrutschen und die schneiden. How you can feel? Do bhajan. Without bhajan, you cannot understand. You have to do bhajan. Then automatically you can get picture inside your heart. What is real, what is fictitious, what is sharp, what is asaf. This way you can have clear demarcation. Now Bhagavan Sri Krishna speaking to Arjuna, Avinasi tu tadvidhi jeno sarvavidam tatam. Das ist der Vers 17 jetzt. Avinashi tu tatvidi jena sarvamidam tatam. Vinasham avayasya yasya na kashchit kartum arhati. Avinashi tu tatvidi jeno sarvamidam tatam. Vinasham avyayasya na kashchit kartum arhati. At a time if I read, then I have to read the Avinasi tu tadvidhi jeno sarvamidam tatam. Nashama vayasya na kishchit kartum charhati. So, all pervading one absolute truth, the super soul is there. So, über dem ganzen Körper herrscht die Überseele, die Super Soul. Das ist, warum man sagt, Bhagavan, Gott ist überall. Prahlad Maharaj sagt, oh, die höchste Person, die ist eine der Säule. Ja, er ist dort. Und Bhagavan hat es ihm bewiesen, in der Form aus Nishinga ist er dann gekommen. That nobody going to destroy that all-pervading tattva. Who is going to destroy? Avinasi tu tadvidhi yena sarvamidam tatam vinasam abhyasya asyo na kashchit kartum arhati. Vinasam, you cannot destroy that absolute thing. You cannot destroy that absolute truth. Also die absolute, die Nitya, ewige Welt kann niemals zerstört werden. Niemand ist möglich, die Seele zu töten. In der materiellen Welt kann er sagen, die Person ist Assad. Die Art von Konzept, das ist vorhanden in der sozialen Gesellschaft, weil sie keine Ahnung haben vom Sat und Assad wirklich. Es ist temporary. Maybe that man is that Chakravarti is Sat. That man is Sat, that boy is Sat, that girl is Sat. But how long their Satata can stay? Ajamil was also Sat.
Who told us? I mean, not so. Also du kannst sagen, du kannst den Ausdruck oder den Sat sagen. Das Mädchen ist Sat, der Lehrer ist Sat, das ist Sat. Aber wie lang ist es Sat? Ajamil ist auch Sat gewesen, er hat einen ganz einen wunderbaren Charakter gehabt. Und wie ist er dann unehrlich und hat ein schlechtes Verhalten aufgezogen? Wie ist das passiert? Weil sein Sat ist nicht so erhöhtes Bewusstsein gewesen. Also weil Sat und Asat, was die Bhagavad Gita sagt, Bhakti ist die ewige Funktion der Seele. Nobody can destroy because it is impossible. All pervading that object, nobody can destroy. So, all Jivatma is there. If Supreme Lord is Nitya, Super Soul, then all Jivatma are teeny particles, you see? So alle, der höchste Herr ist Nitya und alle Seelen sind ganz, ganz kleine Partikel von dem höchsten Herrn. Und die sind genauso Nitya. Die haben dieselbe Konstitution. Sind viel, viel kleiner, aber trotzdem sind sie Nitya. Die Qualität ist dasselbe wie vom höchsten Herrn. Nitya Nityanas Chetananam Ekabahanam. Also Leben für Leben erfüllt Krishna deine Wünsche. Nityanam. Also Krishna ist das ewige Objekt und alle Jivatmas, die Seelen, sind auch ewige Teile von ihm. Im Vedanta Sutra ist auch geschrieben, wie dort wird ihm bezeichnet, wie der Jivatma ausschaut, weil es ist fast unsichtbar, also du kannst es nicht sehen mit materiellen Augen. Nayamatma pravachanena lapya namedana bahuna shutena. So nobody can see, but qualitative discussion I can do. In Vedanta Sutra it is written, Gunat alabhyat. Gunat alabhyat. Then I can see, quality is just like light particle. Also es ist so eine Qualität wie ein Lichtpartikel. Es ist nicht wirklich exakt wie Licht. Fast so wie Licht. So wie ist es möglich? So die Atma, die Seele ist so winzig, so winzig, so winzig. Die Existenz von einem Atom kann man vielleicht finden, aber das Atma, das kann man nicht finden mit dem materiellen Geist. Atma, what is Atma? How Atma looks like? What is the quality? We cannot feel. We cannot understand. So also, so Gunat Alabha. So this small Atma, Arjun, there in the body. And whole body is Chetan. You can feel that the whole body is Chetan. Because there are activities you can do activities. But the Atma is there, very teeny.
But the influence of that Atma, Also die Influenz von der Seele, die bewegt sich auf den ganzen Körper aus. result you can feel. But you cannot understand where the Atma is. So powerful. Mahaprabhu giving example, if one Chandan tilak, if you put here, Chandan tilak is for ordinary devotee not allowed because it is rajasic, only Krishna can use. But Mahaprabhu giving example, if you put a very costly Chandan, Also wenn du Chandan, 25,000, 30,000. Tilak auftragst auf die Stirn, ganz ein teures Chandan, Sandelholzpaste, ist aber nur für, es ist nicht für Vaishnavas. And applied on the body of Gopina in Kripacharya Gopina. That Chandan is so costly. Sometimes Ayurveda doctor. So Chandan kann ganz teuer sein. You can put one, make one Chandan and put Ayurvedische Doktoren sagen manchmal, gib einen kleinen Tropfen von Chandan auf die Stirn. Dann bist du im ganzen Körper mit einem kühlenden very soft. Gefühl umgeben. Atma is so teeny. But still you can feel the influence of Atma. Because Atma is there. That's why the elephant is so rearing, tiger is rearing, So, lion der Atma, obwohl es so klein ist, trotzdem, deswegen hat ihm der Elefant, der große Elefant, so eine Macht, weil eben die kleine Seele dort ist, die winzige Seele. Oder im Löwen oder irgendwo. Bharat means in Arjun, the name of Arjun actually. Sometimes thinking, oh Bharat, hey Sopusachi, hey Parantapa. This way, so many, Antabbanto ti ime deha. I already told you now. Antabbanto ime deha. Ime deha. All those bodies, because you are going to express grief. My grandfather, father, friends, all there. That's a plural number used here. Antabbanto ime deha. Ime deha, all this body, material body. It is going to their body, they took birth, and anto banto ime deha. Sometimes this in his body, took birth, and someday they can demise, they can die. Anto banto ime, nobody going to live for infinity forever. Even demigods, they are going to die. Even Brahma, who not? So jeder muss irgendwann die Welt verlassen. Ob das jetzt Ameise ist, Brahmana oder Halbgötter, die was ganz so langes Leben haben. Die müssen alle irgendwann einmal den Körper verlassen. Nehmen alle wieder Geburt und verlassen den Körper. Nehmen wieder Geburt, verlassen wieder den Körper. So, we should not express grief over this small issue. Those who are Tattvadarshi, they never So die, was Tattvadarshi sein, die machen sich niemals was draus, ob wer stirbt oder ob wer lebt. Weil die wissen, dass keiner stirbt. Die Seele ist ewig. Und Geburt und Tod, die zwei Worte, wenn du die annimmst, dann halten die in der Welt. Das sind nur Worte. This body, in Upanishad it is written, it is chariot. So der Körper ist wie ein Wagen und der Paramatma, das über Seele sitzt und gibt Anweisungen zu dem Wagen. So, anitya swakta saririnaha, so those who are having material bodies, somehow, if you at all not going to fight, still, anyway, they are not going to leave. Someday they are going to die.
Not only that, I can show you that Krishna going to show and Vishwarup Darshan. Krishna saying, you see, you don't like to fight. Und Krishna zeigt ihm auch schon dann Vishwarup-Form. Und da zeigt er auf, dass er alles schon getötet hat. So, wer bist du? Du bist nur ein Instrument. You are an instrument. So in Gita, I can show you Vishwarup Darshan. There you can see everybody, Dronacharya, Abhisar, thousands of people. Oh, just stop it. I cannot see, it's so dangerous. Huh? Oh my God. And Vishwarup, on teeth, they are hanging, already dead. Some thumb of their head is crushed down. Krishna swaying. Infinite stars and planets, everything. Who not? All gods and demigods, everything, demons, everything. Also die universelle Form. Da ist dem ist alles schon passiert. Krishna hat die schon getötet, wo er ihm die Zukunft sagt. Und Arjuna sagt, na, ist so schrecklich, bitte sagen wir das nicht. Sariri means the body. Sariri means who is sitting inside the body. Sariri. Follow. Antabalta ime deha nitya swakta saririnaha sariri. I mean Atma never going to die. Also Atma stirbt niemals. Es ist nur die äußerlichen Veränderungen vom materiellen Körper. Und keiner kann das Atma töten. Es ist ganz weit, weit weg von unserer Vorstellung. Brahmana. Weil man eben Atma nicht sehen kann und nicht fühlen. Du kannst nur sehen, okay, du bist am Leben. Aber Tattva-Gyanis, die schauen niemals, oh, das ist eine hübsche Frau. Die verstehen komplett, dass das nur ein Beutel ist von Blut und Kot und Urin. Aber die ganze Welt läuft dem nach. Die denken, oh, das ist Liebe gegenseitig. Dass man sich in den Körper gegenseitig liebt. That's why Krishna was bound to come. That's why Krishna was bound to come to Jaidev. There's no why. So this kind of absolute situation we should attain. So, die Stimmung ist eben, oder das ist eben das Ziel, damit man das Gefühl haben muss, die Sichtweise, die neutrale Sichtweise, dass man nicht angezogen ist von irgendwelchen hübschen Frauen, weil man versteht, was die Wahrheit dahinter ist, was das in Wirklichkeit ist. So Gaudiya Darshan ist ein ganz hoher Ansichtsweise, Philosophie. Misguiding is not good. I ignore my Pratishtha. If you stop my Harikatha, I don't care. You can stop my Harikatha, I don't care. Because I am not speaking for Pratishtha. So, Antabanta ime deha nitya sukva sarinaha anasina apravesya tasnad yuddha suhada. So this is the situation. Unless you are going to express your grief like a foolish man, you are speaking like a learned man, Pandit. When you are speaking like a Pandit. But when you are doing, everybody can discover you are foolish number one, Arjuna. You are foolish. Also das, was Krishna an Arjuna am Anfang sagt, oder Krishna zu ihm sagt, oh, du sprichst nur wie ein Gelehrter, aber du handelst nicht so.
your enam, enam atma. Enam means, oh, your enam Bhakti, e atma never can be killed. Your enam Bhakti hantaram, just enam mannati hatam. Those who know somebody can kill somebody, and somebody can think, I can be killed by somebody, follow. Jayenam Bhakti Hantvaram, it can be killed. Just Sainam Mannati Hatam, can be, they can feel it can be killed by somebody. And he says, I can kill him. He is feeling, I can be killed. Both of them not knowing the actual theory, actual tattva. Jayenam Bhakti Hantam. No, Atma can be killed. Those thief can be killed by other. I can be killed by other. This kind of obhoto, both of them. Bijanito, no bijanito, both of them no. Bijanito, they are not knowing the actual theory. Na ayam, atma, anti nahannati. Na ayam atma. Na ayam means no, I am Atma. It is not, Atma is not hitting there, I am splitting, I am giving like example. No, I am Atma, no, I am Atma. Nayam Atma, Hanti Nayanati. The Atma cannot kill others, and it can never be killed by others. Das Atma, die Seele, kann nicht getötet werden von anderen und kann selber niemals töten. It can be killed, and can be killed. They are misguided, they don't know actually. No jayate mriyate ba kadachit nayam bhutva bhavita vana vyo ajo nitto saswatoyam purana hannate hannamani sarire. No jayate mriyate. Atma can never be created. So das Atma kann niemals kreiert werden. Manche Devotees haben gefragt, oh, das kann das Atma produziert werden täglich, aber Atma kann niemals produziert werden, das ist ewig. Das ist eine Transformation von Bahya Shakti, also der marginalen Energie, das ist der Shakti. Und Atma niemals nimmt Geburt. Atma ist ewig. In future it can take part, this, that, all full conception, foolish conception. Because Ajo means Krishna is Ajo. Krishna is Ajo. Ajo means unborn. And Atma is also unborn. Only according to previous activities, this Atma going to take a new body to undergo karma phala. If you are not going to take body, then you cannot. Also die Seele kriegt nur einen Körper, um ihre karmischen Reaktionen wieder auszulöffeln. Wenn du Karma auslöschen, dann musst du wieder so einen Körper annehmen, einen materiellen. No jayate mriyateva kadachit nayam bhutva bhavita vana bhuyo ajo nitto is ajo, unborn, nitya, eternal. Shashvato, there is no und Shashvato, Ajo, unborn, ungeboren, Shashvato, ewig existierend. Und Dhritarashtra may be inside the heart of Yudhishthira, may be inside the heart of, Dronacharya, maybe inside the heart of Pitamaha Bhishma. Ajo nityo shashvatvayam purano. How long age of Atma? Oh Maharaj, how long? Also was für Alter hat das Atma? Die Frage, das kann man nicht fragen. Atma ist ewig. Atma hat kein Alter. Atma ist nitya, ewig. Und Shashvata bedeutet eben, was ewig existiert. Purana. Und was das Älteste ist,
du kannst nicht sprechen, wie alt, es ist ewig alt. Nahanyate hanyamanyate sharire. Also auch wenn jemand tötet, nachher kann man mit dem Töten nicht die Seele berühren. So die Seele kann nicht berührt werden. Nur der Körper, den Körper kann töten. Aber die Seele nicht. Die Seele kann man nicht berühren, nicht sehen. Also du kannst der Seele nichts antun, nur im Körper. Und du bist die Seele. Die alle auf dem Schlachtfeld, das sind Seelen. So deswegen soll Arjuna kämpfen. Weil Arjuna mit dem Kampf oder mit dem Töten eigentlich keinen tötet. So alle Sachen in der materiellen Welt, wenn du immer wieder über das nachdenkst, findest du vor, was Geburt nimmt. Also alles, er hat eine Zeit, es wird geboren, es existiert eine Zeit, nachher kommt die Mitte, es wächst und nachher verwelkt es wieder, es vergeht. So alle Dinge in der Welt sind dem unterworfen, dem Wandel. So, wir können das den Wandel nicht fühlen, aber täglich sterben 1000 von Zellen. Und wenn deine Zellen jetzt nicht mehr weiter wachsen, ist das auch die Krankheit von Blutkrebs. Like grandmother, you see, this changing going on. So, this actually, Bhagavad Gita speaking, Jayate, after taking birth, has some position. Osti means which occupies some place. Osti, existence. So, any object here in this material world, Jayate, taking birth, after Osti, so alle Dinge sind dem Wandel unterworfen. Geboren werden, aufwachsen, bestehen, vergehen und wieder komplett vergehen. Alle Dinge haben den Wandel in der Welt. So sind die 6 Wandeln ist jeder unterworfen. Transformation. Aber wir sind so blind und wir können das nicht sehen. Also in der ganzen Welt passiert der Wandel, aber wir können ihn nicht sehen. Und das nennt sich Illusion, Maya. So after getting maturity, after then, changing some metabolic body changes, some reaction, apakshay, after that mass. This kind of 6 things, always going on, but nobody can see. So in Kathopanishad also, no jayati mriyati va vipaschit nayam kutaschit no babhuva kaschit ajo nityaha shashvatayam purana nahannamani nahannate hannamani sarire. Kathopanishad 1-18. What's written? No jayati mriyati va vipaschit nayam kutaschit no babhuva kaschit ajo nityaha shashvatayam purano nahannate hannamane sarire. So, you are going to express a lamentation. You are going to lament on these unstable things, which is not good.
So sagt er zum Arjuna Krishna, du sollst nicht lamentieren jetzt über die unbeständigen Dinge, sondern kämpf jetzt. Die Körper sind alle unbeständig. So, das hat er jetzt alles erklärt. Also Arjuna, kämpf jetzt, sei bereit. Without any apakshay. Apakshay means viparinam. We can use this word depreciation for any machine. Anything, any machine we come, depreciation means it is going to get gradually depreciation going on. And someday that machine can go out of collapse. It's called depreciation. In accountancy, those who are economics, accountants, they know. When they are calculating, they calculate the depreciation. Chartered accountant, cost accountant, they are doing this. Suppose new factory set up down, and production going on, and cost accountants is going to make the products. What cost should be there? So all costing covered. After that you calculate and apportion. Suppose you are going to make 10,000 production. On 10,000 products, 10,000 of item you are going to. Each one of that production going to bear all the costing already going. All of you understand? Don't understand. Those who are not reading cost accountancy, those who are not reading economics, they cannot have. What I mean to say, to run this factory, this amount of money, whole year, a whole month, then cost accountancy going to calculate what should be the cost of that each item. Suppose 10,000 sagen wir mal, items going to manufacture. Fabrik projiziert 10.000 Dinge und dann berechnet sie den Preis und den Profit. That time, that cost accountant, master of accountancy, he always calculating this new setup of machinery. He also keeping one provision for that machine. He is going to keep some amount in separate account for someday that machine can break down and new machine can be formed. You see, so fine calculation, you cannot understand. He is keeping some money separate. What happens if that machine? So from the beginning is going to put some money in this account. Oh, fine calculation. So, Veda vinasinam nityam ja enam ajamabhayam katham sa purushaha parthokam dhataiti hantikam. Bhaktivinoda Thakur speaking. Who is going to know jini jivat jivke avinasi aja bhayole nitya janen? Who is going to know it for sure? That Atma is eternal, unborn, nobody can kill. That man, how can express this kind of mood that I cannot fight? It is not ready, I am speaking out of my own mind. Baba. How it is possible for somebody to kill somebody? So wie ist es möglich für jemanden zu töten? Die Seele kann töten und die Seele kann nicht getötet werden. Dharma buddhya yuddhe pavartante. Arjuna, even in Shastra, it is not prohibited to give life for Dharma Yuddha. It is written in Shastra. So in die Schriften ist es gesagt, er soll gehen und kämpfen. Und er kann sterben für das. Und dann erreicht er die himmlischen Planeten. Und wenn er jetzt geschlagen wird von der anderen Truppe, dann ist es auch noch kein Problem. Also wenn er getötet wird, kommt ein Himmel,
Himmel und wenn er erfolgreich ist, wenn er sie tötet, dann hat er das ganze Reich für sich über die ganze Welt. In der Welt. Im ganzen Reichtum. So, was ist falsch daran? Basan sijirunani yatha vihayo navani grinnati naro aparani tatha sarirani vihayo jirnani sangyati navani dehi. Oh Arjun, it is just like a torn cloth. Oh Arjun, es ist so wie ein altes Kleidungsstück. Du machst da auch nichts draus, wenn alte Kleidung wechselst. Weil es alt ist, dann nimmst du halt jetzt eine neue Kleidung. Genau das Gleiche ist mit dem Körper. Alte Kleidung, die wechselst einfach. So wechselst du alte Körper. So alte Kleidung, die wirft man weg und kauft sich neue Kleidung vom Markt. Similarly, when body growing age, then that body become, unable to live more, then going to live body, mechanism, all body function going to stop, then that man going to leave that body, and the Atma going out and going to enter into another new body. Follow? Das ist so wie wenn du ein Zimmer wechselst. Du gehst dann von dem Zimmer in das Zimmer und regst dich auch nicht auf. Oder bist betrübt, nur weil jetzt jemand in der Wohnung ins andere Zimmer gegangen ist. Und du kannst ihn jetzt nicht mehr sehen, aber er ist nicht mehr da. So die Atma, die Seelen fallen in Regen, in die Erde und wachsen und werden Früchte und die isst du dann. Und nachher isst du das und nachher wird es verwandelt in Sperma und nachher kommen Tausende von Seelen wieder, wenn das dann zu der Frau wandert. Already speaking, Kapitel. This way actually small baby growing up inside mother womb, now taking bath. And before taking bath, what condition? After taking bath, all Kapilji Maharaj speaking. This is also Sankya-Yoga. So one thing Das ist auch Sankya-Yoga. Vom Kapilade, von Bhagavad Gita ist das auch mehr beschrieben. So, wir müssen verstehen, Atma kann niemals zerstört werden. Und Shakti, Atma bedeutet eigentlich Energie, Tadasta Shakti, Tadasta Energie. In der Wissenschaft genauso, wenn du Energie kann niemals zerstört werden. Energie kann nur transformiert werden in eine andere Energie. Es kann niemals kreiert werden. Und niemals zerstört. Es ist nur Transformation von Energie. If you go through 10th class, 12th class, it's very easy. You can come. Those scientists are speaking, how they know? I am rubbing hands in winter season. I am putting mechanical energy to create heat energy. Also du kannst zum Beispiel deine Hände reiben im Winter und nachher hast du aus der mechanischen Energie, machst Wärme. Dann ist warm. Oder du nimmst Wasserfälle, die was auf eine Turbine fallen, das dreht sich so schnell und nachher verwandelt sich das in Energie, elektrische Energie. This way, one energy I can show you repeatedly through science. That only one energy can be transformed. So eine Energie kann in viele verschiedene andere Energien verwandelt werden. Es kann niemals kreiert werden, Energie. So now you understand what is the secrecy. So, tatha sarirani vihayo jirnani
Anyani sangyati navani dehi. Arjuna, simply this old body, that old man going to throw and get new body as a baby, going to take birth from the womb of mother. That's it. All dogs and camels, tiger, rat, who not? All they have this kind of mother and father. Sometimes also we cannot get father and mother. How possible, Maharaj? Yes, also possible. Also possible. In jedem Leben kriegst du in alle Formen, die haben Väter und Mütter. Und manche Lebewesen, die haben keinen Vater und Mutter, die sind kreiert von Schweißtropfen oder rohen Reis. Du lässt dem für 10, 5 Jahre und öffnest den Sack und dann findest du als Insektenform, also Skorpions. So wer ist jetzt der Vater und die Mutter von dem Skorpion? This way you cannot speak. You have no answer. So this way is so strange. The world is moving strange way. Nobody can look properly. Follow. Light and darkness, both knowledge you should have. So Licht und Dunkelheit, wir müssen über beides Bescheid wissen. Some objects are there, only you can see when darkness comes. You are so foolish, you don't know. Manche Objekte kann man nur in der Dunkelheit sehen. Also du kannst Sterne und Planeten nur sehen, wenn es dunkel ist. Aber wir wollen sagen, oh, Dunkelheit, Tageslicht ist so super. Aber du kannst eben Dinge finden in der Nacht, was du am Tag nicht findest. This way, new and new body we are going to take every life. Each and every life we are So going to take. in dem Sinne nehmen wir Geburt nach Geburt nach Geburt neue Körper an. Nachiketa is so clever. Nachiketa when reached Jama Mandiram, waiting there, Jama Maharaj was absent for 2-3 days. Oh, in my house, the guest coming, guest is Narayan. Atithi. Also ist unangemeldeter Gast zum Yamaraj gekommen, Aditi. So er hat einen Fehler gemacht, sagt er. Oh Aditi, bitte vergib mir. Ich will dir 3 Benediktionen geben. Nachiketa ist clever und er sagt, er macht über Atma Bescheid wissen. Du kannst viele Sachen fragen. Ich kann da so viele Antworten geben, aber frag bitte nicht über Atma. Aber er sagt, nein, er will über das Bescheid wissen. Und dann sagt Yamaraj, du bist die wirklich ausgezeichnete Person, die was sowas fragt. There are 12 Maharaj. So Jama Maharaj is also Mahabhagavad. Yamaraj ist auch Mahabhagat. Und wenn du Bhakti machst, und Yamaraj hat keine Kontrolle über dich. If somebody going to do Bhakti, Jama Maharaj speaking, I have no controlling over this Jivatma, because he is doing bhajan. Über Yamaraj, der Herrscher über des Todes, der, wenn du jetzt Bhakti ausführst, dann kann er nichts machen. Jamnaji Maharaj giving instruction to one of his servants. Regarding Ajamil, I am going to that topics now. Ajamil topics. There that time actually, you see,
Zu der Zeit, wo du Harinam chantest, dann kann der Yamaraj nichts machen. Und Yama tut das. Also die, was Bhajan machen, dort hat Yamaraj keinen Zugang, keinen Eintritt. Also er gibt Instruktionen zu seine 3 Söhne, Kaiman, Vakya. Er ist der Herr über alle Seelen, aber nicht Herr über diejenigen, die was Vaishnavas sind. So Nachiketa war eben so clever. Er wollte ihn fragen, was ist das Mysterium über das Atma, über die Seele? Und Yamaraj wollte ihm nicht sagen, oh, ich kann da so viele andere Dinge sagen. Aber er sagt, nein, er will das jetzt wissen. Nainam chindanti sastrani nainam dahati pavakaha na chainam kledanti apo na sasaiti martaha. No weapon going to cut. Keine Waffen können die Seele töten oder kein Schwert. Nichts kann die Seele verbrennen, nichts kann die Seele unter Wasser ertrinken oder niemand kann die Seele austrocknen durch Wind. Pavaka bedeutet Feuer. Apaha bedeutet Wasser. Und Marutaha, die Windwaffe. Also keiner kann verstehen, was das Atma ist. Aber keiner kann es. Also keiner hat das Recht, das zu ignorieren. Das Atma nicht da ist, weil die Seele ist da. This Atma, when going to accept you, I can manifest myself before this. Then and only they can know. Others nobody can know. Nachiketa was very clever, he could understand. Those who are Tattavid Sadhu, they can see Atma Vashamidam Sarvam Jatkan Jagatam Jagat. All everywhere Atma is the infinite Atma. Sometimes taking body, sometimes not taking body. When taking body, you can see this man, this is creature, this is tiger. When Atma is abhyakta, when you cannot see. Also Atma ist sichtbar nur, wenn es einen Körper annimmt. Dann siehst du einen Körper von einem Tiger, Löwen, irgendwelchen Menschen und so weiter. Oder das Atma ist in seiner ursprünglichen Form. Hey Brahman, I can protect your child. You can name him Dalika. But nobody can, Pradyumna, Anuruddha, nobody can do it. How you can do it? So in Dwarka, da ist der Lila, Arjuna war ganz aufgeblasen. Er hat gesagt, er ist nicht so wie Pradyumna oder Aniruddha. Mein Name ist Arjuna und mein Bogen ist Gandhi. Mein Bogen ist so stark, hat so viel Kraft. Und nachher nimmt das Baby Geburt und Arjuna schützt das ganze Zimmer, wo das Kind drinnen ist. Aber wo das dann Geburt nimmt, nachher hat das Atma den Körper verlassen. Arjuna hat nicht gesehen, wo was jetzt passiert ist. Er ist da mit dem Bogen und will auf denjenigen schießen, der was das jetzt wegnimmt. Also wer es so macht vor mir.
Even woman is more than you. You promised me that you can protect. I told you cannot do it. So you see, the Atma Lord, you cannot protect my... Then Krishna was very clever. Then Arjun has commitment that I am going to burn down. I am going to jump into fire. So Arjun hat ihm vorher ausgemacht, wenn er das Baby nicht schützen kann, nachher springt er ins Feuer. Und nachher hat er es organisiert, ein großes Feuer zu machen. Und Krishna ist gekommen und oh, was machst du jetzt? Und nachher sagt er ihm, oh, lass das, ich zeig dir, was Atma ist, was die Seelen sind. Arjun war schon bereit, ins Feuer zu springen. Weil er sein Versprechen nicht halten konnte, wollte er ins Feuer. Aber Krishna sagt ihm, komm mit. Und nachher steigt er in seinen Wagen und die kommen dann nach Purush. Krishna hat die Anweisung zum Sudarshan Chakra gegeben, um Licht zu geben, weil es komplett dunkel war. Und der Wagen, der kommt weiter und weiter und weiter. Und nachher ist er vor dem Purush gestanden und gibt Erbietungen. Und Krishna sagt dann, oder Purush spricht, oh, er ist verantwortlich. Ich war gebunden, dass sie eben die ganzen Seelen, die 8 Babys alle weggenommen haben. Weil ich eben die schon nicht sehen kann. Er wollte im Krishna sehen. Deswegen hat er das Ganze so inszeniert. So Arjun hat auch nicht die Seelen schützen können, so ganz zu schweigen, was wir können. In westlichen Ländern haben sie ja ein Glashaus gebaut, wo sie eben eine Person, die war jetzt beim Sterben, und die wollten eben schauen, ob jetzt die Seele, dass sie eben nicht durch das Glashaus gehen kann. Aber doch, die Person ist dann, hat den Körper verlassen und die Seele haben sie nicht gesehen und nicht gefangen. Ist nicht möglich. Auch die Wissenschaftler probieren das. Also Arjun sagt, das ist die Position von der Seele. So, sei jetzt bereit zu kämpfen. Also wenn Krishna, Prabhupada is good, if no argument is no. But at present it is like dream. Even not in dream we can find Anivata. So rare the situation is at present. Also es ist so, dass Arjuna eben, wenn er wirklich hingegeben wäre am Anfang, nachher hätte er jetzt Krishna nicht so viel sprechen lassen. Es ist wie bei mir sagen, wenn Guru sagt, geh dorthin, mach das, nachher mach's er wirklich. Und gibt es keinen Zweifel, gibt es keine Frage. We're hearing here that Arjuna, if he fights, even if he loses, he will go to the heavenly planets. Also Arjuna, Frage ist da. Arjuna, wenn er verliert, nachher kommt er in den Himmel, und wenn er gewinnt, dann kommt nachher
Und gegen das das Königreich. People asking Maharaj, those who are going to live their life of motherland, what happens? They are going to hell? So die Leute, die was jetzt das Land, die ihr Leben für ihr Mutterland verlassen, die gehen rauf zu den höheren Planeten. Or maybe somebody can stay before, but not well. If they are going to live their life on motherland, surely they are not going to hell. They are not going to hell. But if the fight is for greedy, the leaders are fighting for oil and things, not for something. No, illegally those who are fighting, this is different. Those who are, the purpose is very good. Dharma Yuddha. Also nur diejenigen, was für Dharma kämpfen, die erreichen so ein Ziel. Diejenigen, was illegal kämpfen, machen, ist das nicht möglich. In this age, which government is fighting legally? No, sometimes some government fighting legally, they are not going to put any trouble to anybody, like India. China going to put trouble again. Pakistan unnecessarily. But India never like to fight. Follow? See, in that case what happens? Unnecessarily, if they are doing injustice, that's not good. So what will happen to those soldiers? Their soldiers, they can stay, they are not actually going to hell, they can stay in such, some condition they can stay, which is not expressible. In such situation, they can, Krishna can, the Atma can go somewhere, but after that they can get again chance. Not hell. Suicide, if you commit suicide, then straight away you are going to hell. Anyway, justice or injustice you are going to do, fighting. But those who are Dharma Yuddha, those who are doing Dharma Yuddha, for them 100% hell. But those who are not fighting legally, for them, also nur die, was legal kämpfen, die kommen dann auf die höheren. Nicht illegale Kämpfe, wie heutzutage über Öl oder gewisse Reichtümer gemacht wird. So you can detect. Those are one people committed suicide 2,500 years ago. He is also not delivered. He is there. The Jivatma speaking 2,500 years back. Still that Atma is there. So it depends upon his activities. Suppose unnecessarily going to fight, unnecessarily going to give fire to those houses, unnecessarily. In that case, the Atma can stay somewhere. But directly, if you are going to commit suicide, in that case, directly you are going to hell. This is one kind of hell. Also, wenn du Selbstmord begehst, das ist auch extrem schlecht. Position is very bad. But those who are going to fight for motherland, anyway, aber diejenigen, was für ihr Mutterland kämpfen, für Dharma, dann kriegen sie eine Position im höheren Bereich. Das ist die Situation. Any other question if you have? No? Thanks for the class, Maharaj. I have one question. We are to test the Shakti, right? Tatastha Shakti. So is it possible for the Tasta Shakti to go to the spiritual world? Can you explain that? Can you? Actually, according to Tatastha Shakti, I can speak long. One thesis already there. Full thesis. There, how Atma, where coming, how growing, where the ultimate goal, all I can discuss. Now I am giving a small. Actually, Atma is Tatastha Shakti. Okay. Qualitatively, So Atma ist der Tasta Shakti, so wie kann der in die spirituelle Welt gehen. Aber qualitativ ist es dasselbe als wie Krishna. Diksha Kale Shishya Atmasam bedeutet transzendental. Die Seele kann durch Diksha
die spirituelle Position annehmen. Anywhere, any situation, Jivatma is there, is Chinmay, no doubt. But when at all you are getting some inspiration to take sadhana to lotus feet of Guru Vaishnava, Wenn du Inspiration kriegst, bei Guru und Vaishnava Zuflucht zu suchen, Sadguru, direct Sadguru. And suppose your submission is 100% perfect that time, which is impossible. wenn du wirklich hingehen musst, So, in that case, you can have direct feeling that my body is Chinmay. nachher kriegst du direkt das Gefühl, dass mein Körper Chinmay transzendal So ist. anyway, Atma is Chinmay, but still so long discussed. Tatastha Sakti, where staying? Tatastha Sakti coming from So, Tatastha Shakti, Krishna's Tatastha Sakti. über das ist ein ganz langes Thema, ausführliches Thema. Krishna Tatastha Sakti Vedavet Posai Chaitanya Charitamrita. Surely Tatastha Sakti. But that Tatastha Sakti is not directly present inside Krishna. So, Tatastha Shakti ist nicht wirklich präsent in Krishna, aber die Seelen sind Tatastha Shakti. Im Chatusloki Bhagavatam, Already told, na? What is that slok? Jnanam param gujjam yas vijnana samanitam sara sampadam vijnana vaditam maya javanam yatha bhav yadrup gun karmataha tathiva tattva vijnana ustute madanugраha ahom evasu evagre nannajya sahasa param paschadaham jade tacha yogasisate sosmyaham. Sosmyaham. After that go on, you can find also like Panchabhut everywhere. Krishna speaking, I am everywhere, but still I have separate identity. Krishna sagt, er ist überall, aber er hat separate Identität. I am everywhere. Be sure I am everywhere. Sei dir sicher über I have das. one separate identity. Ich bin überall, aber ich bin doch separat von allem. Das ist bei der Kraft von Yoga Maya. Take it as granted that Tatastha Sakti is already there in Krishna. So, Tatastha Shakti, wenn wir sagen, das ist schon da in Krishna, es ist nicht möglich, weil in Krishna ist Swarup Shakti. Swarup Shakti always there. Swarup Shakti is eternal potential. But whereas Jivatma also coming from Tatastha, yes, Tatastha Shakti coming from Krishna. But still, as if Pravishtanu, not teshu, not teshu aham. Like Panchabhut, entering into all whatnot, even inside the iron, but you cannot feel. But still Panchabhut outside. Krishna speaking, I am everywhere, but still I have separated. Similar way, Jiva Goswami was giving explanation. I can speak in depth someday, in near future, but not in Gita class. For that separate class. Long time. Follow, you see? So, Jiva Goswami, it is just like that. By the inconceivable power of Krishna, simultaneously Jivatma is inside Krishna or outside Krishna. Like when he can 10 canto someday if I can So, discuss. Jivatma ist gleichzeitig inside und außerhalb von Krishna. Saragarbha. 6 babies take birth and gone out. 6 babies take birth and gone away. Then how it is possible that there is actually demon, they are actually Kalnami, son of Kalnami. They took birth. The now putting question is, Kalnami, son of Kalnami, how possible to take birth in the womb of... So, who can give this answer? You have to hear, keep patience, give me scope to explain. Now Bengali people crying, we are not getting Bengali Katha. Life after life, if I live, if I speak, still I cannot finish. What is the mystery of Saragarbha? Goswami was giving explanation, Vishnu Chakravarti, it is this Jivatma taking birth as it is from the womb of mother. Still they have no existence, no touch with that transcendental womb of that mother. Because if it is contaminated, how Krishna can take birth? Only after Balaram Krishna can come. Not that after so many children and Krishna can come. No. You can see when Gauranga Mahaprabhu can come. Could come after Vishnu.
is a mystery. Vishwa Chakravarti is simultaneously, they are from that womb, at the same time not from that womb. It is mysterious. It is one kind of mystery. Nobody can explain how. Well, no. They as if they are from that womb. No, I am not that. All possible for Krishna. I can explain someday, don't worry. Time can allow me to speak. Vancha kalpadavasya ke pasanam bhavati.